Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Ein Teilchen knüpfen, das sowohl am Fuß von Schuhgröße 37 bis 42 passt, aber auch genauso an der Hand getragen werden kann. Das zeige ich in diesem Video. Und wenn dich unterwegs die Lust verlässt, dann biegst du einfach ab und machst einen Joker. Heute Teil 1. Meine Materialangaben sind dieses Mal großzügig kalkuliert. Erstens, damit ihr verschiedene Schuhgrößen arbeiten könnt. Und zweitens, weil meine Live-Kursteilnehmer gesagt haben, ich würde die Fäden immer so knapp berechnen. Und am Schluss würden sie fast ausgehen. Danke, meine lieben Kursteilnehmerinnen, für dieses sehr geschätzte Feedback. Einen Faden oben mittig festklemmen. 3 weitere Fäden mit doppeltem Anker mittig an diesem ersten Faden aufknoten. Die beiden mittleren Fäden durch die 8 mm Perle tauschen. Dabei hilft Bienenwachs. Wenn trotzdem nicht beide Fäden durchgehen, kannst du einen Faden auch hinter der Perle herumführen. Hilfe zum Perlenauffädeln findest du auch in oben verlinktem Video. Die Perlenfäden rechts und links knoten jeweils 2 abwechselnde Halbschläge und danach noch einen doppelten Halbschlag nach außen. Dieses Flachgarn sieht sehr, sehr schön aus. Es hat nur einen kleinen Nachteil, man erwischt es beim Knüpfen nicht so leicht. Eine weitere Besonderheit beim Flachgarn ist, dass sich die einmal gemachten Knoten leichter wieder lösen. Beim Linhasita mache ich einen Knoten und der sitzt, meistens zumindest.
ein doppelter Halbschlag nach innen, also nach links. Auf die beiden nach innen zeigenden Knotfäden fädeln wir jetzt eine Perle drauf. (15) abwechselnde Halbschläge knoten, so dass der letzte Halbschlag nach links zeigt. Achtung, hier habe ich beim Filmen einen Fehler gemacht. Ich habe nach rechts aufgehört. Das korrigiere ich dann nachher. Am Schluss machst du noch einen doppelten Halbschlag und der soll eigentlich nach rechts gehen. Auf der anderen Seite machst du 13 Halbschläge und danach einen doppelten Halbschlag. Ob der Knotfaden hier am Schluss nach innen oder nach außen zeigt, ist nicht so wichtig. Das sieht genau gleich aus. Ich habe mich nämlich hier auch um einen Halbschlag verzählt und man sieht keinen Unterschied. Jetzt hebst du die beiden mittleren Fäden über dein rechtes Würmchen, was du gerade geknotet hast. Dann steckst du eine Stecknadel links neben die losen Fäden und führst den Leitfaden von deinem Würmchen, was du gerade gemacht hast, um die Stecknadel herum über diese drüber gelegten losen Fäden. Und dann knotest du die beiden losen Fäden jeweils mit einem doppelten Halbschlag an. Es folgen 10 abwechselnde Halbschläge und ein doppelter Halbschlag.
Die beiden losen Fäden, die jetzt noch aus der Schlaufe heraushängen, die wir gerade geknotet haben, werden unter allen anderen Fäden hindurch aus dem Weg gelegt. Die brauchen wir vorerst nicht. Ups, jetzt ist mir erst der Fehler aufgefallen im Film. Den muss ich noch schnell korrigieren. Dass nämlich der Knotfaden nicht nach oben oder links stehen darf, sondern rechts aufhören muss. Das bedeutet, ich muss einen Halbschlag aufmachen und nochmal einen doppelten nach rechts knoten, beziehungsweise unten. Es folgen 9 abwechselnde Halbschläge. Ein doppelter Halbschlag nach rechts und ein doppelter Halbschlag nach links. Den Leitfaden, den du in der rechten Hand gehalten hast, steckst du jetzt durch das mittlere Loch. Nur so lange den Faden nach unten ziehen, bis das Würmchen schön aussieht. Solche kleinen Schnecken sind Übungssache, die brauchen manchmal eine kleine kosmetische Behandlung. Nicht gleich aufgeben, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Den anderen Faden ziehst du durch den Spalt links neben der Mitte. Jetzt werden alle 3 Schneckenfäden auf diesen von links kommenden Leitfaden geknotet mit einem doppelten Halbschlag. Achtung, dabei nicht zu fest ziehen, sonst rutscht deine Reihe unter die Schnecke. Wenn sie ein bisschen unter die Schnecke rutscht, macht das nichts, dann wirkt es dreidimensional, aber zu sehr sieht komisch aus. Das Gleiche wiederholst du jetzt spiegelbildlich auf der anderen Seite. Rechts und links neben der Perle kommen jetzt unter dem geknüpften 2 Fäden hervor. Mit diesen beiden
knoten wir jetzt ein Würmchen. Zuerst einen doppelten Halbschlag nach innen oder rechts. Danach 16 abwechselnde Halbschläge. Und noch einen doppelten Halbschlag nach links, also nach außen. Auf der anderen Seite machst du auch so ein langes Würmchen. Die Würmchen werden nun an die mittleren Fäden angeknotet. Dazu steckst du mit der Stecknadel ein Widerlager neben dein Würmchen, sodass du auch kräftig ziehen kannst und dein Würmchen nicht hin und her wackelt beim Festknoten. Es werden beide linken Fäden mit einem doppelten Halbschlag auf den Leitfaden des Würmchens geknotet, sodass dann 3 Fäden herunterhängen. Dann biegt der Leitfaden um die Ecke und der letzte Knotfaden knotet nochmal auf diesen Leitfaden, diesmal nach rechts. Auf der anderen Seite das gleiche wiederholen. Auf die beiden Knotfäden wird wieder eine Perle draufgefädelt.
Jetzt arbeiten wir eine Locke. Locken gehen ein bisschen anders wie Schnecken. Wenn du bis hierhin zugeschaut hast, dann bist du bestimmt gespannt auf den Teil 2. Der folgt demnächst. Wenn du so lange nicht warten möchtest, dann kannst du auch einfach einen Joker aus deinem Teilchen machen. Oder ein normales Armbändchen oder aus feinerem Garn auch einen Ring. Und tschüss, bis zum Teil 2.